Ich heiße Brad Huang, komme aus Berlin, bin Künstler und ja, ich bin jetzt zum zweiten Mal hier in Ludwigsburg bei den Festspielen. Letztes Jahr habe ich einen großen Webstuhl gebaut mit einem Umarmungsgerät, wo sich zwei Personen aus 2,50 Meter Entfernung umarmen konnten und dann sich gleich einweben lassen ins große Teppich. Dieses Jahr habe ich einen Ofen gebaut. Es ist ein kommunaler Backofen. Ich komme quasi zu den Menschen. Ich bringe es hin und heize es an und hoffentlich bringen Menschen ihren eigenen Teig und lassen backen, also wie früher ein Backhaus. Eigentlich heißt es Kulturaustausch, weil es ging tatsächlich um Sauerteig zu tauschen. Also viele Menschen haben auch während der Pandemie einen Sauerteig angesetzt. Und da es immer gepflegt und gefüttert werden muss, also verteilen sie auch gerne an anderen Menschen, statt immer die Hälfte von wegzuschmeißen beim Futtern. Weil sonst wird es einfach irgendwann zu viel. Also ich dachte an das als Metapher für wie wir denken können, nicht nur über die Pandemie, sondern auch, dass wir auch immer ansteckend und ansteckbar sind. Also auch mit Ideen, also ob gut oder schlecht. Also man redet auch hier von viraler Verbreitung von Kulturgut oder Ideen. Und es ist auch ein bisschen in der Hoffnung, dass Gedanken an Frieden zum Beispiel ansteckender sind als Gedanken von Krieg oder sonst irgendwas. Also generell, man weiß nie bei jeder Begegnung, wie weit diese Begegnung und was man dann verbreitet, also wie viele Menschen es dann letzten Endes erreicht. Und beim direkten Kontakt mit anderen Menschen, beim gemeinsamen Brotbacken oder beim Konzert besuchen oder einfach jemand begegnen auf der Straße und kurz plaudern, dass man immer vielleicht dran denkt, dass dieser Moment wirklich gut ansteckend sein könnte. Und es erreicht dann letzten Endes viel mehr mit Leute, wie Sauerteig eben so die Bakterien vermehrt. Ich wurde auch inspiriert von einer Bäckerkollektive. Also es ist tatsächlich eine anarchistische Bäckerkollektive in Südafrika. Die heißen Bread Rev, also für Bread Revolution oder Bread Reverence. Und die bringen andere Menschen das Backen bei. Denen ist aufgefallen, dass die Anschaffungskosten zu groß sind für arme Menschen, wenn sie tatsächlich eine kleine Bäckerei aufmachen wollen. Und in manchen Stellen dort ist die Stromversorgung so ein bisschen fragwürdig. Und deshalb kamen sie auf die Idee, so ein Rocket Stove, also was eine uralte Kochtechnik mit Holz ist in Afrika seit Jahrhunderten. Und das an so einem relativ einfach gebauten, aus billigem Material sozusagen, so einen Ofen baut und dann können auch solche Leute einfach tatsächlich Brote backen und ihr Lebensinhalt damit. Und andere Menschen sind auch mit Brot versorgt. Und sowas gab es im Mittelalter auch. Also es gab so kleine Lehmöfen tatsächlich auf Räder. Und der Ofenmeister, der war kein Bäcker, sondern der ist tatsächlich von Dorf zu Dorf getingelt. Die Menschen wussten Bescheid, dann und dann ist Backtag. Alle haben ihr Brot dann, ihr Teig dann vorbereitet. Der kam,
hat den Ofen angeheizt und dann hat der ganze Dorf dann Brot gebacken. Also all diese Ideen kamen ein bisschen zusammen und da ich auch letztes Jahr so was Fahrbares gemacht habe und zum Publikum gegangen bin mit dem Gerät und gute Erfahrungen damit gemacht habe, ja, dachte ich, ich mache es nochmal so.